330 Herwig Haller und das Feld verfolgend Franz Gutschi. Herwig Haller hier wieder im Kampf mit Horst Küchenmeister, dem späteren bayerischen Einzelmeister. Dieses Rennen in Scherding war eines der schwierigsten, da es den ganzen Tag über regnete und die Bahn fast unter Wasser stand. In der verbauten Klasse Nummer 29 Werner Maus. Und hinter dem Feld Albert Finzel auf einem Audi 100. Er musste wegen eines selbstgeschweißten Ölwannenschutzes in der verbauten Klasse starten. Die Nummer 22, der Teamgefährte aus Weilbach-Gurten, Hermann Bichel. Albert Finzel fuhr taktisch sehr klug und wurde hinter Werner Maus, der den zweiten Platz belegte, Dritter. Im Lauf über 1600 Kubik starteten Karl Sedelmeier, Ferdinand Gassner und Gerd Spengler, alle auf Audi 100. Und hier Adolf Mölzl mit seiner Mehr 18 Bayer 79. Auch in diesem Lauf gelang es keinem unserer Fahrer, sich zu platzieren. Im Endlauf der verbauten Klasse, hier Albert Finzel rechts, und Werner Maus. Doch auch diese beiden Fahrer fielen aus. Lauf dagegen wurde Christa Gutschi mit ihrem Austin 1300 Zweite und Brigitte Franger mit dem Simca 1100 Dritte. Hier unsere österreichischen Freunde. Adolf Mölzl und sein Bügeleisen, wie ihn die Konkurrenz nannte. Und die Eigenbau von Walter Schweiger, Herbert Maus und Werner Maus. Das Rennen in Geisenfeld war der zweite Wertungslauf zur Bayerischen Meisterschaft. Starteten Nummer 368 Karl Sedelmeier, die Startnummer 370 Albert Finzel und die Startnummer 80 Herwig Haller.
75 Franz Gucci und ihnen vorbei die Startnummer 76 Sebastian Balk. In der unverbauten Klasse hatte unser Team ausgesprochenes Pech. Obwohl Herwig Haller den 4., Franz Gucci den 5. und Sebastian Balk den 6. Platz belegten, gab es dafür nur einen Meisterschaftspunkt. Unser Team fiel damit in der Meisterschaft auf den 7. Platz zurück. Anschließend der verbaute Meisterschaftslauf. Vom Startweg in Führung die Nummer 87 Herbert Maas. Nummer 373 Walter Schweiger. Und Nummer 84 Adolf Mölzer. Dieser Zusammenstoß, bei dem sich gleich 3 Autos übereinander stapelten, wurde sogar im bayerischen Fernsehen gezeigt. Herbert Maas konnte seine Führung bis zum Ziel behaupten und Walter Schweiger erreichte einen guten 3. Platz. In der verbauten Klasse konnte das Punktekonto dadurch auf 12 Punkte erhöht werden. Das waren 8 mehr als der 2. hatte. Bis 1600 Kubik startete mit der Startnummer 92 Horst Obermeier und mit der Startnummer 91 Heinrich Walzer, beide mit einem VW 1600. Lauf mit der Nummer 88 Georg Maas auf einem VW Porsche. Startnummer 374, Albert Winkler, er erreichte einen 2. Platz. Im Lauf über 1700 Kubik die Nummer 83, Max Mölzel und dahinter links Gerd Spengler und rechts Ferdinand Gassner. Alle 3 auf Audi 100. Die Nummer 369 Gerd Spengler, er siegte in diesem Lauf. Max Mölzel wurde 2. Im Damenlauf in Führung
Christa Gucci, die Nummer 75. Dahinter im Volks-Porsche Nummer 88 Gisela Maus. Und dahinter Nummer 92 Brigitte Pranger, auf VW 1600. Gisela Maus belegte den zweiten Platz und erhielt dafür 3 Punkte für die Meisterschaft. Unser Damenteam hatte damit 4 Punkte in der Gesamtwertung und rutschte auf den 6. Platz vor. Endlauf der verbauten Klasse. Nummer 87 Herbert Maus, Nummer 373 Walter Schweiger, Nummer 84 Adolf Mölzl und Nummer 89 Werner Maus. Hier eine kleine artistische Einlage von Walter Schweiger. Am Ende des Laufes waren jedoch alle 4 Fahrer unseres Clubs ausgeschieden. Endlauf in der unverbauten Klasse 374 Albert Winkler, dahinter die Nummer 83 Max Mölzl. Und im Audi Coupé die Nummer 369 Gerd Spenger. In diesem Lauf waren am Ende alle 3 Fahrer ausgeschieden. Im Lauf bis 1200 Kubik Herwig Haller mit einem Simca 1100 und zum ersten Mal bei einem Stockkarrennen die Startnummer 375 Reinhold Weiß auf Simca 1000. Herwig Haller wurde in diesem Lauf Erster und Reinhold Weiß Dritter. Im Lauf bis 1600 Kubik Franz Gucci. Er wurde Zweiter. In der verbauten Klasse Werner Maus mit der Nummer 29, er fiel in Führung liegend in der 4. Runde aus. Im Lauf über 1600 Adolf Mölzl mit seinem Renault 18, Nummer 26. Er errang ebenfalls einen 2. Platz. Den anschließenden Hoffnungslauf in der verbauten Klasse konnte Werner Maus, Nummer 29, mühelos gewinnen. Christa Gucci im Damenlauf den 2. Platz und Herwig Haller im Endlauf den 1. Platz gewann, konnten wir mit nur 6 Autos 7 Pokale gewinnen. Hier präsentiert von unserer hübschen Fahrerin Brigitte Pranger.
my hair of green. A girl like you I've never seen. I have 100. Und vom Start gleich vorne weg. Fiel aber hier in der 5. Runde aus. Im nächsten Lauf die Nummer 75, Franz Gucci am Austin 1300. Der blaue Peugeot 304 mit der Nummer 76, Mark Sebastian. Franz Gucci hatte sich zum Schluss mit seiner Mini eingegraben. Und im nächsten Lauf die Nummer 80, Erwin Haller. Er fiel in der 9. Runde aus. Im Lauf 17 Kubik die Nummer 371, Ferdinand Gassner, und die Startnummer 374, Albert Winkler, der den 2. Platz belegte. Im nächsten Lauf die Startnummer 88, Georg Maas auf seinem VW Porsche. Er schied nach diesem Überschlag aus. In der verbauten Klasse 373 Walter Schweiger, 87 Herbert Maas und 89 Werner Maas. Der Schweiger, der am Vortag bereits den trainingsschnellsten Pokal erhalten hatte, siegte in diesem Lauf überlegen. Und Werner Maas konnte einen 3. Platz belegen. Bereits beim Start war Adolf Mölzl ausgefallen. Hier kurz im Bild. Hier schaltet Herbert Maas gerade einen Gegner aus. Nummer 78, Josef Bucher auf VW 411. Nummer 370, Albert Finzl. Nummer 368, Karl Sedelmeier. Im Damenlauf die Nummer 80 beginnt die Pranger auf 7K1100. Nummer 88 im VW Porsche, Gisela Maas, die ebenfalls am Vortag bereits den trainingsschnellsten Pokal für die Damen erhalten hatte. Ebenfalls dabei
Mr. Gucci im VW 411. Verfolgt Maus Gisela Inge Glück im rot-weißen Golf vom ISA-Team Freising. Inge Glück ist die spätere bayerische Einzelmeisterin. Hier kann Gisela Maas die führende Inge Glück zwar drehen, fällt aber dann selbst aus. Walter Schweiger, Nummer 89 Werner Maas und Nummer 84 Adolf Mölzler im Endlauf der verbauten Klasse. Bei diesem Lauf konnte Walter Schweiger einen zweiten Platz erringen. Oberkrasselfing hatten wir zum ersten Mal unsere von der Firma Ford Wollenschläger gestifteten Overalls. Im ersten Lauf startete Nummer 76 Sebastian Balk. Und die Nummer 376 Thomas Baum auf Simca 1000. Obwohl beide hart kämpften, konnte sich keiner platzieren. Im nächsten Lauf Herwig Haller mit der Nummer 80 und in der Kurve parkend Franz Gucci. Sie erreichten keinen der vorderen Plätze. Im Lauf bis 1600 Kubik Nummer 88 Georg Maas im VW Porsche. Nummer 368 Karl Sedelmeier auf K70. Und Nummer 91 Heinrich Walzer auf VW 411. Ein Überschlag von Georg Maas. Im nächsten Lauf bis 1600 Kubik die Nummer 375, der Porsche Rennender Weiß. Und einige Startreihen vor ihm auf dem VW 1500 Albert Winkler. Hier Rennender Weiß. Und Nummer 374 Albert Winkler.
Hier zeigt Albert Winkler, wie man Stocker fährt. Am Ende reichte es für ihn jedoch nur für einen 4. Platz. Nummer 78 Josef Bucher auf VW 411. Im Damenlauf vorneweg der VW 1500 Brigitte Franger und dahinter die Nummer 75 Christa Gucci. Brigitte Franger schaffte hier einen 3. Platz. Im Lauf über 1700 Kubik, Nummer 371, Ferdinand Gassner. Und die Nummer 83, Max Mölzl, beide auf Audi 100. Im nächsten Lauf Albert Finstl. Im verbauten Lauf startete mit der besten Trainingszeit in der ersten Reihe innen Herbert Maus, dahinter Nummer 84 Adolf Mölzl und in der ersten Reihe außen Werner Maus, der bereits nach einer halben Runde ausfiel. Und die Nummer 373 Walter Schweiger. Herbert Maus wurde bei diesem Rennen Erster und Walter Schweiger, der hier verbissen kämpft, Dritter. Damenlauf Gisela Maus, Nummer 88 mit Startschwierigkeiten. Im Endlauf der verbauten Klasse Herbert Maus wieder vorne, dahinter 84 Adolf Mölzl. Nummer 89 Werner Maus. Und die Nummer 373 Walter Schweiger. Hier das Aus für Walter Schweiger. Und Herbert Maus konnte trotz dieses Überschlags noch den 1. Platz belegen. Der Sieger Herbert Maus. Im Lauf bis 1200 Kubik, Nummer 376, Thomas Baum. Im Lauf
Lauf bis 1700 Kubik die Startnummer 375, Reinhold Weiß, er belegte den ersten Platz, und die Startnummer 88, Georg Maus, beide auf Porsche. Und hier der dritte Wertungslauf zur Bayerischen Meisterschaft. Vom Start vorne weg Nummer 80 Herwig Haller, Nummer 75 Franz Gutschi und Nummer 83 Max Mölzl, Nummer 91 Heinrich Walzer. Hier in Aktion Sebastian Balk, Nummer 76, der aus der letzten Startreihe starten musste und deshalb als Ausputzer fungierte. Er erledigte seine Aufgabe hervorragend und unser Club belegte Platz 1 bis 3. Das waren 10 Punkte für die Meisterschaft und der dritte Platz in der Gesamtwertung. Und hier die Sieger. Von links Max Möltl 2. Platz, Herwig Haller 1. Platz und Heinrich Walzer 3. Platz. Im Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse Nummer 89 Werner Maus und dahinter Nummer 87 Herbert Maus. Werner Maus war bereits in der ersten Runde ausgefallen und Herbert Maus hier in der dritten Runde. Und auch Walter Schweiger, Nummer 373, der sich noch im Rennen befand, konnte sich nicht platzieren. In der verbauten Klasse gingen wir in diesem Rennen leer aus, hielten aber dennoch in der Gesamtwertung den ersten Platz durch den großen Vorsprung aus dem vorigen Rennen. Im Lauf bis 1600 Kubik Nummer 374 Albert Winkler und Nummer 92 Horst Obermeier. Er fiel nach diesem Überschlag aus. Und für Albert Winkler reichte es wieder nur für den 4. Platz. Im Lauf über 1700 Kubik Nummer 370 Albert Finzl. Im Damenlauf starteten mit der Nummer 80 Brigitte Pranger, Nummer 75 Christa Gutschi und Nummer 91 Gisela Maus. Brigitte Pranger Nummer 80 wurde in diesem Rennen Dritte und Christa Gutschi Nummer 75 Erste. Dies bedeutete 7 Punkte für die Meisterschaft und unsere Damenmannschaft übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung. Im Endlauf der unverbauten Klasse startete mit der Nummer 375 auf Porsche Reinhold Weiß, mit der Nummer 83 Max Mölzl und mit der Nummer 80 Herwig Haller. Unsere 3 Fahrer schieden jedoch in der 8. Runde auf Platz 2, 3 und 4 liegend aus.